In der Hirnforschung gibt es ganz viele unterschiedliche Erkrankungen und das kann man als Schwierigkeit sehen, aber kann man auch als Faszination sehen. Also ein Hirnschlag ist was ganz anderes als Alzheimer-Demenz oder Parkinson-Erkrankung und vielleicht ist diese Vielfalt Faszination und Schwierigkeit zugleich. Bei dem Projekt geht es eigentlich darum, ein ganz wichtiges Gefäßsystem vom Gehirn besser zu verstehen. Und das ist der Circle of Willis oder Circulus Vidisi. Und das ist so wie ein Netzwerk von großen Blutgefäßen an der Hirnbasis, also ungefähr auf der Höhe, die dafür sorgen, dass im Falle eines ischämischen Schlaganfalls, also wenn ein Blutgefäß verstopft ist, das Blut umgeleitet werden kann zu dem Ort, wo es gebraucht wird. Das sind also wie Umgehungsstraßen des Blutkreislaufes. Und das Besondere und das auch noch immer Unverstandene ist, warum diese unterschiedlich angelegt sind. Im Normalfall scheint das keinen großen Unterschied zu machen, aber im Falle von einem Hirnschlag oder Schlaganfall kann das unter Umständen sehr wichtig sein. The idea of the project is to develop an automated tool so that clinicians and researchers can use to analyze brain image scans, particularly the vessels of the brain. Our side, we come from a data science, and as with any data science project, we need the data, and we not just data, we need good quality data, and we also need the data to be labeled. So the first stage of our project is to work with the clinicians, understand the clinical problem, and then with the data labeled, we can train a machine learning model. With this machine learning model, we have the skeleton to build the automated tool. With this automated tool, the clinicians can use this to for their clinical cohort, or researchers can use this to better analyze brain vessel image scans. Wir verwenden eine VR-Lösung und dort können wir eben die Daten gerade in 3D anschauen und in 3D zeichnen. Früher hat man das quasi die Bilder Schicht um Schicht angeschaut und dann so überall dort, wo man gedacht hat, da ist jetzt ein Blutgefäß, hat man das so anzeichnen. Das wäre eine ewige Arbeit gewesen, um das zu machen. Because VR is relatively new and not a lot of groups have kind of integrated VR in their research, so we are kind of testing the water for the field in a way. Das ideale Tool, was uns im klinischen Alltag helfen würde, wäre eins, was uns diesen Gefäßkreislauf sofort dreidimensional darstellt, was uns auch vielleicht anzeigt, welche Gefäße nicht normal sind, damit wir das sofort sehen, oder welche Gefäße verstopft sind, und was uns auch hilft, vorherzusagen, bei diesem Patienten mit diesem Circle of Willis machst du die Therapie nicht, bei dem machst du sie. Man könnte sich vorstellen, dass man das in die Bildgebung integriert und dann zum Beispiel eine Warnung bekommt, wenn man bei einem Patienten mit einer bestimmten Konfiguration eine Therapie machen möchte, die gefährlich ist.